Am 22. Juni 2022. Hier ist Yücel, ich grüße dich ganz herzlich. Hi, grüß dich, mein Freund. Ja, du hast unglaublich viel Erfahrung mit Fahrzeugen, muss man sagen. Also aus einem anderen Konzern, bist jetzt seit 3 Monaten hier? Ganz genau, seit 3 Monaten neu hier im Betrieb und neu auch hier beim Hersteller BMW. Ja, es geht um die Optik, das Ganze. Ich werde jetzt nicht von dir verlangen, dass du jetzt alles schon auswendig weißt, aber gerade beim iX muss man sagen, da würden natürlich junge Leute ganz gerne mitfahren. Wenn man das notwendige Geld hätte, ging das auch, oder? Ja, es kostet natürlich einiges, fängt bei 77.300 € an und Open End, würde ich sagen. Ja, es ist die Belohnung eigentlich für Unternehmer unter anderem oder für Leute, die wirklich Spaß, Freude am Fahren haben, so muss man es ja sagen. Spaß an der Technik, das ist Technik pur hier, oder? Es ist was ganz anderes, ja, man stellt auch wirklich sein komplettes Fahrverhalten um. Hier geht es dann nicht mehr darum, wie schnell bin ich wo, sondern wie viel Reichweite habe ich noch, wenn ich angekommen bin. Ja, das Coole ist, du hast die Power, wenn du sie brauchst. Gerade jetzt hier im Hunsrück, da ist mal ein LKW zu überholen und so. Der hat richtig Power. Er hat sag mal, Motoren ohne Ende und Allrad. Das ist wohl wahr. Wir reden hier von fast 400 kW, die der 40er jetzt hier hat, ja. Das heißt, der zieht nochmal ordentlich und mit dem können Sie auch 2 Tonnen ziehen, also es macht Riesenspaß. Ja, viel Carbon, das sieht man hier. Das Ganze ist ja Leichtbau pur und getönte Scheiben, relativ viel Luxus, aber trotzdem reduziert. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als ob ich jetzt hier in einem riesen Raumschiff bin mit allem drum und dran. Platz haben wir, aber alles ist so sehr sportlich angelegt, oder? Das ist wohl wahr. Es ist sehr ruhig, wenn Sie in diesem Fahrzeug sitzen und reisen. Sie merken auch nochmal, was Freude am Fahren bedeutet. Ja, das ist so. Ganz kurz nochmal, das ist jetzt der 40er mit 240 kW logischerweise. 240 kW und der große hat wie viel kW? 370 kW. 370 kW. Also A+++, hier sind nochmal die Werte. Das ist NEFZ. Und das WLTP, das haben wir eben schon mal kurz gezeigt, was da ist. Ja, Preis, wie hier steht, das ist ein Vorführwagen, im Moment 98.520 €. Die Nachfrage ist groß? Ich würde sagen, die Nachfrage ist da, von ausgewählten Kunden auch, weil es ist nicht jedem sein Geschmack. Aber ich würde sagen, jeder Kunde muss das Auto einmal Probe fahren, um überhaupt darüber berichten zu können. Es ist ein Riesenspaß, deswegen lade ich auch wirklich alle unsere Kunden hier in der Umgebung gerne auf eine Tasse Kaffee und auf eine Probefahrt ein. Ja, hier vorne abnehmbare Anhängerkupplung, beziehungsweise vollautomatisch ausfahrende. Schwenkbar, ja. Genau. Zeig mal bitte, ja, wenn du mal drauf drückst. Bin mal sehr gespannt. Taste ist da. Ja, ziehen, Zuglast mit allem drum und dran, bedeutet aber auch, dass ich etwas öfter tanken muss. Das Tanken geht in ganz Deutschland mittlerweile. Gehört auch, dass ein großer Hersteller aus Amerika hat jetzt seine Ladestation freigeschaltet. Ihr habt da ein großes eigenes Ladenetz. Das ist wohl wahr. Also was Laden bedeutet, brauchen die Kunden sich keine Sorgen zu machen. Das Auto ist wirklich sehr intelligent und berechnet nach ihrer Fahrtweise auch ihre Reichweite, die sie fahren müssen, aus und sucht sich auch wirklich unsere Ladestationen aus und das heißt, er zeigt die auf der Karte. Genau, Ja, er zeigt es direkt an. Das Thema ist natürlich Reservieren von Ladestationen mittlerweile. Also bisher war es so, egal wann ich elektrisch geladen habe, ich habe immer auch einen Platz bekommen, das war ganz wichtig. Aber ich sag mal, die neuen Systeme wissen sogar, wann ich dann komme, können sogar Plätze reservieren, das geht auch, oder? Also Sie können das über die App, können Sie das alles logischerweise auch verfolgen und ja, es funktioniert. Sehr schön. Komm, steig mal bitte ein, du bist sehr groß. 1,92 1,92 Meter. Jetzt mal hinten rein bitte. Ein Teil ist natürlich Batterie hier. Das sieht man hier so schön, das geht von der Kopffreiheit. Ja, gar kein Problem. Ja, hier gibt es 4 Finger. 4 Finger. Es gibt hier was ganz Besonderes. Das hier ist so ein bisschen Star Wars. Man kann hier dieses Glas auf Knopfdruck milchig machen, oder? In der Tat. Aktuell ist es milchig und ich versuche es mal. Mal gucken, ob es eingeschaltet ist. Ja, wir starten am besten mal kurz den Motor. Ist der Kollege da? Genau, er hat den Schlüssel nämlich in der Hand. Kindersicherung, damit die nicht drum rumspielen. Ich grüße dich herzlich. Du bist der? Guten Tag, Arthur Kratz, mein Name. Arthur, du hast ja Ausbildung gemacht, gell? Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, bin Ende Februar fertig geworden und mache jetzt den Juniorverkäufer und ihr seid ein ziemlich cooles Team. Wir werden auch gleich nochmal den Senior, wenn wir mal sehen, den Seniorverkäufer, so, der da ist. Jetzt haben wir sie milchig und ja. Drück bitte einmal drauf, Arthur. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann können wir durch. Gesehen habe ich das noch nie. Ist eingeschaltet ist er. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere
ob die Kamera das hinkriegt und dann wird es durchsichtig. Ich habe das in Büros, habe ich das mal gesehen, in so Großraumbüros. Jetzt geht's. Ja, ich kann durchgucken. Ich kann nur wiederholen, ich bitte meine Kunden ins Autohaus. Sowas hier vor Ort. Ausprobieren. Ja, natürlich, sowas muss man sehen. Jetzt ist es milchig, jetzt kann man nicht mehr reingucken. Sie können es beweisen, Sie sind hier vor Ort. Sehr schön, ziemlich cool. USB-C hast du überall. Und dazu noch, da ist nochmal ein Eingang mit drin. Tablet-Halter. Ja, Tablet-Halter. Natürlich sind die wichtigsten Passagiere unsere Kinder und die müssten natürlich auch unterhalten werden. Ne? Naja, also wenn ich hinten fahren würde, ich würde mich auch nicht dagegen wehren, muss ich ganz ehrlich sagen. Carbon, überall Carbon, also Sichtcarbon, das hat man auch so gelassen, dass man sieht. Sogar hier der ganze Einstieg mit allem drum und dran, extremer Leichtbau, Riesenfelgen, also das sieht fast aus wie 22 Zoll, was ist das? Das sind 22 Zoll. Das sind 22 Zoll? Ja. 22. Hast du schon mal 22 Zoll gesehen auf einem Elektroauto? Es sieht auch richtig cool aus. Auf jeden Fall, ja, also das vervollständigt das Ganze nochmal. Ich sage immer, die Felgen sind die Zähne vom Auto. Wenn du mal gerade dich einfach mal daneben kniest, ich brauche irgendeinen Vergleich, dass man das Ganze mal sieht auf 22 Zoll. Denn der ist fast so groß wie du, die Felge. Ja, die ist auch ziemlich schwer beim Ummontieren. Ja. Die Kollegen haben da zu zweit dran gearbeitet, als die Winterräder auf Sommerräder gewechselt wurden. Gut, das ist natürlich so, wenn der Leistung hat, der hat ja, ich sag mal, unglaublich viele Motoren, wo die Leistung verteilt wird. Da muss die Bremskraft, die muss ja auch zur Verfügung stehen. Da ist die Auflagefläche wichtig. Klar, also natürlich bei einem Elektrofahrzeug, klar, braucht man die Bremse, aber gerade durch die Rekuperation, wenn man vorausschauend fährt, muss man auch nicht viel bremsen. So, sehr schön. Was wäre jetzt dein Sitz, der liebste Sitz? Fahren oder beifahren? Fahrersitz natürlich. Fahrersitz natürlich, dann steig mal ein. Ihr seid ein cooles Team, wirklich. Dankeschön. Ja, du bist neu dabei, seit 3 Monaten bei BMW. Du kamst aus einem deutschen Konzern, einem anderen Konzern. Genau. Das hier ist schon, ich sag mal, in Sachen Sportlichkeit, Exklusivität, ist BMW nach wie vor noch richtig klasse, oder? Definitiv, ich vergleiche das immer gerne mit Fußball, da ich auch Fußballspieler war. Dann kommt man einfach aus der Oberliga in die Champions League. Hast du schön gesagt. Hat er es nicht gut gesagt? Aus der Oberliga in die Champions League. Aber habe ich schon oft genug gehört von dir. So, das Lenkrad ist höhenverstellbar, alles ist elektrisch. Besonders cool finde ich hier diese Steine, die verwendet werden, um die Sitze zu verstellen. Also es geht jetzt nicht um das Video hier, um jetzt jeden Zentimeter Technik jetzt auszuloten, sondern einfach mal dieses Look and Feel. iDrive ist mit drin, auf so einer Holzoptik mit drauf. Oh, ist das cool. Und überall diese Edelsteine, oder ich sag mal so, diese Glaskristalle wahrscheinlich sind es, oder? Diese Glasapplikation, genau. Cool. So, ich komme auf die andere Seite zu dir, dass ich direkt mal sehe, wie du fährst. Und du darfst gerne mal hinten einsteigen. Ich halte die Tür auf. Genau, du hältst mir die Tür auf. Was ist das, ein Service? Vielen Dank. So, die Fenster sind rahmenlos. Dann auch das ganze Bauer- und Wilkins-Ausstattung. Klingt doch gut? Ja, klingt auch gut. 4D, das bedeutet, in den Sitzen sind Boxen integriert. In den Sitzen? Ja, und da hat man, wenn Sie die Bassfunktion ein bisschen höher drehen, so einen kleinen Massageeffekt, immer wenn es bummt. Cool. So, dann die Mittelkonsole schwebt. Das ist auch ein nettes Designelement, was du mit drin hast. Der 12-Volt-Stecker an einer Stelle, wo das Handy auch nicht zu heiß wird. Dann induktives Laden natürlich mit drin. Das ist der Schlüssel? Genau. Oh, ist der cool. Der neue Design vom BMW-Schlüssel. Wird jetzt auch in den folgenden Modellen kommen. Wird kommen. So, die Mittelkonsole bitte mal öffnen. Da mal drauf schauen. Das ist da. Ihr habt es jetzt ausgiebig getestet. Das ist ein Vorführwagen, gell? Das ist aktuell ein Vorführwagen von uns, genau. Der kam neu hierher und wir haben den direkt zugelassen, damit auch natürlich die Kunden die Möglichkeit haben, eine Probefahrt durchzuführen. So, hier oben hast du Apple CarPlay. Ist es schon angeschlossen bei dir irgendwo? Leider hat sich das schon verbunden, genau. das Sobald man sich ins Fahrzeug setzt, das erkennt das aktuelle Handy. Also man kann sich mit mehreren Personen da verbinden und gerade das, was dann als erstes in der Nähe ist, damit verbindet sich das Auto dann auch automatisch. So, du hast ein riesen Display, das ist dem Fahrer zugewandt, aber auch der Beifahrer kann es bedienen. Und alles ist hier so champagnerfarben. Das ist schon ziemlich lässig. Ja, als du das erste Mal hierher gekommen bist, iX ist ja schon, ich sag mal, eine ganz besondere Form des Reisens. Du reist so leise, hast du mir erzählt, dass du also, ich sag mal, die Fahrzeuggeräusche schon, die von außen kommen, als sehr störend wahrnimmst, oder? Genau, also großes Fahrzeug natürlich, wenn man sich damit fortbewegt mit den ganz normalen 120 km/h, 130 km/h auf der Autobahn, hört man nicht wirklich Windgeräusche viele, gerade wenn da ein bisschen Musik läuft mit dieser Bose Vikings Anlage. Man hat sogar Boxen in den Kopfstützen. Okay. Und wenn man da schön aufdreht, dann hört man sowieso nichts. Sehr, sehr entspannend. Das Lenkrad hat eine ganz andere Form. Das sieht fast aus wie Formel 1, so ein bisschen angelehnt, oder? Richtig. Genau. Macht das Auto dann nochmal sportlich.
Macht das Auto nochmal Echt nochmal sportlich. So, da ist der Schlüssel drin. Im Falle ist aber nicht notwendig, dass ich den jedes Mal hier dran halte. Nur Nee, den Schlüssel muss man nicht dran halten, der muss Okay. sich einfach irgendwo im Fahrzeug befinden, kann auch hinten sein. Okay. Hat auch den Komfortzugang, das Fahrzeug, also man muss auch nicht aktiv auf den Schlüsselknopf drücken, der muss einfach nur in der Nähe von der Tür sein, dann kann man an... Das Tolle ist auch, das Auto hat eine Gestiksteuerung. Du hast also hier deinen Finger, dann legst du es da drauf und machst was. Einfach auf eine kleine Distanz vom Display gibt es verschiedene Bewegungen, zum Beispiel die Rotation, um leiser und lauter zu stellen. Aber das funktioniert? Genau, klar. Also mit dem Finger eine Kreisbewegung. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nach links und rechts scrollen will, Titel. Dann geht's Echt? zum nächsten Nochmal, zurück. Sender. Nochmal bitte. Und nochmal andere Richtung? Mein Gott, das wäre was für meinen Sohn, oder? Der wird den ganzen Tag links und rechts machen. Man gewöhnt sich aber schnell dran, oder? Schnell Geht's auch. indirekt, je nachdem, welche Personen natürlich, die sich ein bisschen mit Technik befassen. Fahrzeug hat natürlich nur viele Features, also man muss sich da ein bisschen reinklicken, selber mal ausprobieren. Hat natürlich viele Apps, mittlerweile fast wie ein Handy. Mhm. Cams hat er auch. Die 360-Grad-Kamera natürlich. Ich habe mal gehört, es gibt, glaube ich, Fahrzeuge von BMW, die automatisch rückwärts den Weg zurückfinden. Das heißt also, wenn man zum Beispiel sich irgendwo reingefahren hat, dann fährt es automatisch genau den Weg wieder zurück, wie man reingefahren ist. Ist das hier auch so? Genau, es gibt die Funktion, dass das Fahrzeug scannt, wie man die Strecke nach vorne gefahren ist und die fast identisch die Strecke zurückfährt. So, wenn du mal gerade hinten einsteigst, steig mal hinten ein. Dann machen wir mal zu. Ich schneide mich mal an und wir zeigen mal ein bisschen was. Hier haben wir 360-Grad-Kamera mal drin. Genau, jetzt ist leider die Heckklappe offen und dann wird die schon Kamera. Genau, so. So, und das ist das. Ich kann jede Cam einzeln anwählen. Genau, also wir fahren mal ein Stückchen vor. Dann je nachdem, ob man den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegt, wird die Vorder- oder Rückfahrkamera aktiviert. Okay. Und dann kann man auch selber natürlich per Knopfdruck die Kameraperspektiven umstellen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe am Hang, was ziemlich geil ist, ist, dass das Auto sich jetzt bewegt und zwar so, dass man sich gut vorstellen kann, wo die Kamera ist, gell? Genau. Ach, du siehst sogar den Lenkeinschlagswinkel. Genau. Ist das crazy? Warte, ich zeige euch das mal gerade. Wenn du mal gerade drehst, das Auto. Also gerade halt, wenn man irgendwo am Bürgersteig parken will, dann sieht man da vielleicht eher, ob man die Felge da noch mitnimmt am Bürgersteig oder nicht. So, die nächste Kamera mal rechts machen, bitte. Dann dreht er das Auto. Das ist ja wie PlayStation, oder? Fast, genau. Das ist aber real, oder? Genau. Natürlich jetzt vorne dran hat man gerade ein bisschen die Räder gesehen, ist ein Auto vorbeigefahren, hat es natürlich Ja. auch. So, mach mal vorne, dass ich nach vorne gucken kann. Bordstein oder so. Dann machen wir wieder auf die Automatik. Im So, Vorwärtsgang haben wir das die ist vorne. Und nochmal zurück. Das rechte hintere Rad. Ey, das macht Spaß. Das ist ja wie Spielen. Und jetzt mal vorne das Rad. Mach die Klima mal an. Boah, ist das irre leise, oder? Natürlich ist es leise, aber wir können auch in den Sportmodus stellen und dann haben wir einen aktiven Sound vom Elektromotor über die Boxen. Okay, das ist so eine Art Simulation, damit Genau. man auch ein bisschen Spaß hat beim Fahren. Habe ich jetzt auch im Moment, ich habe so einen Soundgenerator, ich habe ihn dann irgendwann mal deaktiviert, weil das ist aber wie man will. Also das heißt, Klar. du kannst auch sagen, ich hätte gern so einen Rennsound mit drin. Den Iconic Sound kann man hier ausstellen. Kannst du ausmachen. Genau. So, dann mach mal schön kalt jetzt mal, dass wir mal sehen, wie schnell es geht. Klimaanlage mal ein bisschen an. So, Low, sehr schön. Klimamenü. Wir könnten theoretisch jetzt auch mit BMW sprechen. Wenn Ja. wir einfach Hey BMW sagen, dann können wir sagen, mir ist warm und sie aktiviert dann automatisch die Kühlung. Sie spricht gerade auch mit uns. So, mach mal lauter, dass wir gut hören. So. Das ist ja cool. So, Hey BMW, mir ist kalt. Ich erhöhe die Temperatur. Gleich wird es angenehmer. Sag mir Bescheid, wenn es dir zu warm wird. okay, mach mal ganz kalt. Hey BMW, Klimaanlage auf die kälteste Stufe. Okay, ich aktiviere die Funktion maximales Kühlen. Das ist ja krass und der versteht es wirklich. Ich kenne nur die Systeme, du sagst dann irgendwas, hey, was weiß ich, und er weiß nicht, was du willst. Genau, also das war früher so, dass die Fahrzeuge, man musste den wirklich genau den Begriff nennen, der in dem Sprachsystem gespeichert war, dass er überhaupt die Funktion gefunden hat. Und hier ist halt das System schon so schlau, dass man wirklich sagen kann, mir ist kalt. Und dann nimmt er auch die Seite, sogar wenn der Beifahrer das sagt, dann nimmt er die Beifahrerseite und erhöht dementsprechend die Temperatur.
Also wir reden hier wirklich von Intelligenz. Das ist, was du eben erwähnt hast, ist logischerweise, früher war das so, da gab es kleine Begriffe, dann konntest du darüber sprechen und dann gab es nur begrenzte Begriffe und wenn du es falsch ausgesprochen hast, hast du es gar nicht verstanden. Okay. Das ist einfach intelligenter hier, das ganze System. Lernt auch dazu. Hey BMW, Spiele Deutschlandfunk Kultur. Achso, ich darf nichts sagen, oder? Nee, eigentlich schon. Also vielleicht war es vorweg. Hey BMW. Spiele Deutschlandfunk Kultur. Hier bin ich. Ah. Hallo. Gut, sie will nicht mit mir reden. Gut. Ja, bitte? Hey BMW. Hey BMW. Wie kann ich dich bedienen? In diesem Menü findest du Informationen rund um die Sprachbedienung. Solltest du Hilfe von einem Callcenter-Mitarbeiter benötigen, lass mich das wissen, indem du zum Beispiel sagst, mein Auto ist kaputt, ich hatte einen Unfall oder BMW Assistance. Nimm mir sonst einen der Bereiche in diesem Menü, zu dem du mehr erfahren möchtest. Okay. Hey BMW. Radio. Möchtest du Tipps zur Sprachbedienung oder Beispielkommandos hören? Ja. Gerne. Hier findest du Hinweise dazu, wie die Spracherkennung funktioniert und wie du am besten mit mir sprechen kannst. Wenn du die Push-to-Talk-Taste an deinem Lenkrad betätigst, beginne ich, dir zuzuhören. Du erkennst sie an der Mikrofonabbildung. Sobald du mit dem Sprechen beginnen kannst, gebe ich dir ein akustisches Signal. Du kannst mich auch mit Hey BMW ansprechen oder ein persönliches Aktivierungswort einstellen. Am besten verstehe ich dich in einer möglichst ruhigen Umgebung. Es kann zum Beispiel helfen, wenn du die Fenster schließt und nicht mehrere Personen gleichzeitig sprechen. An meiner Visualisierung kannst du erkennen, ob ich gerade zuhöre, etwas verarbeite und auch welcher Person im Fahrzeug ich mich gerade zuwende. Fühlst du dich jetzt gut gewappnet oder soll ich dir noch ein paar weitere Tipps geben? Nein. Hey Alles BMW. klar. Wenn ich dir bei etwas anderem helfen kann, sag einfach Bescheid. Hey BMW. Alle Fenster runterkurbeln. Okay, ich öffne alle Fenster. Das geht. Das ist ja schier. Und ich habe das noch nie vorher benutzt. Man muss erstmal etwas probiert haben. Das ist Und hier werden sie überrascht. und hier werden Sie überrascht. Hey BMW. Schließe alle Fenster. Okay, ich schließe alle Fenster. Das Sie können auch nach dem Wetter fragen. Hey BMW. Hey BMW. Wie ist das Wetter in Saarbrücken? Aktuell ist es in Saarbrücken bewölkt mit einer Temperatur von 22 Grad. Krass, das funktioniert wirklich. Das ist cool. Das heißt auch die Navigation. Hey BMW. Bring mich zu Medien Saarland GmbH in Saarbrücken. Ich habe mehrere Ziele gefunden. Welches soll ich nehmen? Angela Braunstraße 19 Saarbrücken. Okay, ich habe Saarbrücken Angela Braunstraße 19 ausgewählt. Jetzt ohne Soll ich Witz. die Zielführung starten? Das ist das Beste, was ich je probiert habe. Normal klappt das nie. Ja. Also wäre natürlich von Vorteil, wenn es funktioniert. Okay, ich habe Saarbrücken. Moment. Also ich muss sagen, Okay, ich bin habe geflasht. Saarbrücken Ja. So, die tun wir die mal ausstellen, dass uns Ja, nicht machen wir so dazwischen aus. redet. Nein, aber das ist ja normal so, du sagst irgendwas und dann nervt das so lange, dass es nicht mehr bedienst irgendwann und hier scheint es zu funktionieren. Ne? Also wir hatten gerade eine schöne Funktion. Ja. Ich weiß nicht, ob man das gerade jetzt nochmal sieht. Als wir das Ziel gerade eingegeben haben. Wir versuchen es nochmal neu zu suchen. Mhm. So, Ziel suchen. So. So, das geht natürlich auch mit der Tastatur, ne? Ja, wir nehmen jetzt einfach irgendeinen Parkplatz in der Nähe, damit es nochmal zeigen kann. Mhm. So. So. Jetzt ist das natürlich nicht in dem Radius.
Sie brauchen dann doch ein weiter entfernteres Ziel. Okay, das heißt, du kannst aus mehreren Sachen was aussuchen, oder? Wir nehmen jetzt nämlich zum Beispiel Berlin, Ja. weil das ist ja dann doch ein weiter Weg. Wegen der Reichweite wollte ich Ihnen das Achso, dass zeigen. du tanken kannst zwischendurch. Genau. Also er zeigt Ihnen den Radius der elektrischen Reichweite an Mhm. und nimmt jetzt dementsprechend eine Route, dass Sie auf jeden Fall an der Ladestation vorbeikommen. Okay, das ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, ich muss mir um das Thema Aufladen keine großen Gedanken machen. Der kümmert sich drum. Es gibt wahrscheinlich auch eine Karte vom BMW, dass ich auftanken kann, oder? Genau, also wenn man ein Elektrofahrzeug bestellt, kann man sich dann so eine BMW-Karte Freischalten mit lassen. genau, Mhm. freischalten. Cool. Lenkradverstellung, ist sie gut? So, das Die heißt, wenn ist du elektrisch. das mal so machst, dass der Sitz exakt für dich passt, ja. Wenn du mal gerade so, du bist ja Rennfahrer, nehme ich an. Go-Kart-Fahrer. Go-Kart-Fahrer. So, Sitzverstellung hier an der Tür. Ja. Vor, zurück, hoch, runter natürlich. Die Sitzlehnenverstellung, diese kann man dann natürlich auch speichern. Okay. Und Lenkrad ist hier auch alles elektrisch mit dem Mach mal. Kopfleiter jetzt auf der linken Seite. Aber auch runter, hoch, näher, weiter weg. Alles individuell verstellbar. Boah, das ist ein cooles Auto. Dann hinten hast du Platz, ja. Unser kleines 1,92 Meter großes Kind, was hinten drin sitzt. Aber du hast auch hinten als großer Mann hast du viel Platz, oder? Also ich muss ja sagen, in diesem Auto sitze ich am liebsten hinten. Am liebsten hinten. Ja. Leider So. ist es nicht so oft, aber Der Arthur, der fährt uns jetzt mal kurz spazieren. Ist hier irgendwo irgend so ein Point of Interest, was Schönes, Bäckerei oder so, wo wir hinfahren können? Nehmen wir den Simmersee. wollen Sie was essen? Nee, aber ich will einfach vielleicht so eine Fahrdauer von 5 Minuten oder sowas. Ja, da fahren wir Simmersee. Simmersee ist gut. So, wir sind in Simmern im Hunsrück. Mach mal ruhig ziemlich kalt, wegen der Cam, nicht, dass uns die gleich ausgeht, wegen dem Wetter. So, das geht auf Knopfdruck. Das heißt, du brauchst eigentlich im Zweifel das iDrive gar nicht mehr so oft, oder? Braucht man nicht. Ich finde es auch fast einfacher mit der Touch-Funktion, weil man muss nicht erstmal durch alles durchscrollen, bevor man dahin kommt. Mit dem Knopf kann man dann direkt das richtige Ziel sozusagen auswählen. Und die Leute, die das fahren, die sind schon ziemlich geflasht, oder? Wenn die hier rauskommen. Natürlich. Also jeder ist sehr begeistert, weil sowas vorher nie jemand auch wirklich gefahren ist. Ein ganz eigenes Fahrgefühl, auch wegen den Sitzen. BMW wollte damit so ein Heimatgefühl schaffen. Also ich hatte schon persönlich Kunden, die sich reingesetzt haben und gesagt haben, oh, das fühlt sich an wie bei mir daheim auf der Couch. Also sehr, sehr bequem, oder? Genau. Lüftung auch im Sitz? Müssten wir jetzt schauen, das ist natürlich Ausstattungssache. Der hat die nicht. Genau, der Hat hat die jetzt nicht. leider nicht. Hier ist die Lenkradheizung, die zu verstellen ist. Das ist die Sitzheizung. Bitte ausmachen. Und, genau. Das sind 5. Und das hier würde ich Ihnen gerne zeigen, das sind Ablageflächen. Ablageflächen, wo Zum denn? Beispiel hier für den Arm. Ja. Genau, dann natürlich auf der anderen Seite. Und vorne für die Knie. Genau, und da müssen Sie vor sich hier filmen. Ja. Hier diese Fläche wird auch beheizt. Ach so, die wird Und auch dadurch beheizt. kann man keine direkten Berührungsflächen beheizen, sodass es schnell im Raum warm wird, ohne dass man wirklich aktiv diese warmen Stellen berührt. Nur damit Sie mal wissen, vorne sieht man, das Auto hat einen Durchschnittsverbrauch von 23 kW. Ja. Vorne am Display bei meinem Kollegen, genau. Und aktuell fahren wir natürlich einen Berg hoch und aktuell haben wir so einen Durchschnittsverbrauch von ca. 90. Aber es kompensiert sich alles, wenn wir diesen Weg später wieder zurückfahren, können wir rekuperieren und gewinnen auch wirklich viel Energie wieder zurück. 90 oder 19? 90 stand da eben gerade. So, 90. Ist ja so, dass viele Leute, die hier unterwegs sind, die benutzen ja die Fahrzeuge während der Probefahrt wirklich sehr extrem. Das heißt, sie fahren auch mal gerne, du machst gerade gar nichts. Genau, Autonom. genau. Also jetzt kommen wir auf den Kreisel zu, dann bricht er natürlich Warnt er ab, auf. warnt er uns. Aber wenn die Straßenmarkierungen gegeben sind... Du kann musst er aber auch das Lenkrad vollständig festhalten, selber oder? lenken. Genau, das Lenkrad muss man festhalten, man kann es loslassen nach etwa 10 Sekunden. Okay, fängt kenne er ich. an, eine Warnung zu geben. Zu meckern. Und sollte man wirklich Notfall, dass man wirklich irgendwie weggenickt ist, dann gibt er auch ein kleines Bremssignal, dass man wirklich dann auch wach wird. Okay, cool. So, wir gehen mal auf Max AC. Die Kamera wird heiß. Mach mal schön kalt. Da ist jetzt ein Wärmetauscher mit drin, das heißt eine Wärmepumpe, die kalt macht. Das ist ziemlich cool. Das heißt auch der Energieverbrauch beim Heizen und beim Kühlen ist sehr gering. Der Simmersee, ist das hier so ein Point of Interest, was Tolles hier? Ein sehr entspannter Ort, das ist ein kleiner See in unserer Stadt mit ein paar Parkplätzen und man entspannt sich gerne dort auch mal abends. Wird auch gerade gebaut, wie Sie sehen. Cool, also Simmern.
Ja, es ist ein ganz tolles Oberzentrum, glaube ich, für ganz viele Ortschaften, die hier in Simmern zusammenkommen. Bei uns ist es der Rhein-Hunsrück-Kreis. Wenn wir uns überlegen, Simmern hat circa, lassen Sie mich jetzt nichts Falsches sagen, 7000 Einwohner. Der ganze Rhein-Hunsrück-Kreis hat circa 150.000 Einwohner und es ist eigentlich der Mittelpunkt, wenn ich das so sagen darf. Cool. So, ich halte mal ganz kurz mal die Kamera hier in die Lüftung rein. Es ist so schön kühl. Draußen haben wir, im Moment, wie viel Grad haben wir? 29 Grad. Jetzt ist richtig Sommer. Es geht in diesem Jahr noch in Urlaub für dich? Auf jeden Fall. Ich habe noch nichts gebucht, aber ich bin auf der Suche. Im EX standesgemäß? Das wäre schön natürlich. Aber ich bevorzuge doch dann das Fliegen. Das Fliegen. Du fliegst dann wohin? So, da vorne ist der See. Okay. Arthur, es gibt eine ganz tolle Funktion, wenn du dich irgendwo eingeparkt hast und es wird ganz, ganz eng. Das Auto merkt sich nämlich, wie du gefahren bist. Zeig mal bitte. Also wir sind hier gerade reingefahren und man sieht es auch hier vorne im Cockpit schon, so die kleine Schlaufe, von wo wir gekommen sind. Zeig's mal, Genau. die Fahrtstrecke wird aufgezeichnet. Genau. So, und dann gibt es natürlich hier in der Mittelkonsole den Knopf, den Rückfahrassistent starten. Ja. Dann muss man nur noch die Bremse loslassen und das Fahrzeug fährt dann dieselbe Strecke wieder zurück. Das ist Magic, oder? Das ist sehr faszinierend. Vor allem, wenn man wirklich manchmal reingefahren wird oder in irgendeine Sackgasse, wie man das so schön kennt, wenn man in irgendwelchen Orten ist, die man nicht kennt. Und dann da wieder irgendwo zu drehen, ist oft auch nicht möglich. Dann ist diese Funktion schon sehr schön. Okay, das heißt, der würde uns jetzt zurückfahren bis zum Autohaus, rückwärts. Bis zum Autohaus jetzt nicht. Aber da sehen wir auch gleich, bis wohin der zurückfährt. Okay, und da vorne ist Schluss. Genau. Na, es geht noch weiter. Guck mal hier, der merkt den ganzen Weg. Ist ja krass. So, So, jetzt ist Schluss, oder? genau. Er kann natürlich automatisch einparken, oder? Das Das ist, kann glaube ich, das natürlich Kleinste, was es gibt. Dann park mal da unten ein. Die Parklücke automatisch. Hast du schon mal gemacht? Das sind keine richtigen Parklücken? Geht nicht. Genau. Okay. Ist ja doof. Das ist einfach nur ein Platz, wo sich die Leute hinstellen, wie sie möchten. Also es sind nicht keine richtigen Parkplätze. Das heißt, er kann Parklücken erkennen, wenn es richtige Parklücken sind, richtig? Er würde auch hier die Lücken erkennen, Okay, das wollen wir mal probieren. wenn wir nach der Karosserie gehen. Aber natürlich haben die... So, was ist zu tun? Klär mich mal auf. Also Parkplatz suchen. Ey, der scannt jetzt hier alles ab, oder wie? Da hat er einen gefunden. So, und jetzt? Du machst nichts. Genau. Aber da kommt jetzt ein Auto uns entgegen. Oh ja, das wird er ja kennen. Das haben die bei BMW bestimmt schon ausprobiert. Nochmal, du machst gar nichts gerade. Nee, ich mach gar nichts. Und der fährt doch vorwärts automatisch. Genau. Ach, du musst doch nicht mal das Gas geben. Nee. Also man sieht es hier sehr schön auf dem Display, wo der die Parkplätze oder Parklücke dann erkannt hat. Dass das alles funktioniert, finde ich cool. Also, Überrascht mich auch, weil das nicht Das wirklich überrascht Parkplätze sind. mich Weil das auch. nicht wirklich Parkplätze sind. Darf ich raten, sonst bist du immer diesen Satz gewohnt, es müsste jetzt eigentlich klappen. Es müsste jetzt eigentlich nee, funktionieren. ja, es ist so, dass die meisten Leute das nicht vorführen wollen. Genauso wie Vorführeffekt. der Vorführeffekt, Genau, ja. So, du darfst mal ausparken, in irgendeinen anderen einparken. Am besten rückwärts geht auch. Testen wir mal hier. Ja. Hier steht zumindest der Knopf Ausparken. Ausparken, starten. Ausparken, So, starten. jetzt wählen wir aus, nach links oder nach rechts. Oh, ist das cool. Bevor zu starten, bitte Fußbremse treten. So. Hast du Üben gemacht? beachten, Bedarf eingreifen. So. Jetzt musst du kurz den Bremspedal tätigen. Und jetzt parkt er auch automatisch aus. Ich glaube, wenn du das jetzt ein paar Mal gemacht hast, dann ist easy, oder? Auf jeden Fall. Boah, die Leute sind schon da vorne am gucken, ja, warum wir die ganze Zeit einen ausparken. Dann darfst du mal da vorne einparken, neben den anderen BMW. Siehst du den? Ja. Da steht noch einer. Schade, dass man dem nicht sagen kann, bitte da vorne neben dem schwarzen BMW rechts einparken. Das kann er noch nicht. Demnächst. Noch nicht. Irgendwann wird das kommen. Und das geht jetzt nur mit dem oder geht das auch mit anderen BMWs? Was Das du geht gerade natürlich auch mit anderen. Also das ist das Parking Assistant Professional oder in manchen heißt es Parking Assistant Plus. Und So, komm, wir machen noch ein bisschen Werbung hier für den Hof. Was ist es für ein Restaurant? ein Wirtshaus, ein kleines Restaurant, da sind wir auch schon als Team, als Arbeitskollegen sind wir da auch mal nach Feierabend mal Am zusammen Simmersee. essen gegangen. Genau, So, am ein kleines Simmersee. Hotel kann man auch schön übernachten. So. So, vorwärts einparken. Rückwärts. Rückwärts, Ausgewählt. okay. Genau. Ah, der hat den Parkplatz schon angezeigt.
Da steht aber kein P in Wirklichkeit auf dem Ding, oder? Jetzt fährt er automatisch vorwärts. So, genau. Du hast ihm nicht ganz getraut. Du hast dann mit deinem Ich habe Fuß. zur Sicherheit die Bremse dran gehalten. Natürlich, man soll aufmerksam dabei bleiben. Steht auch hier Umgebung beachten und bei Bedarf eingreifen. Ich habe es sicherheitshalber mal dran gehalten, aber es wäre nicht nötig gewesen. Ey, wie cool. Und hier, er stoppt automatisch, er kennt die Dinger. Ich sag mal, mit dem Einparkassistenten macht es ja richtig Spaß, oder? Auf jeden Fall Guck mal, ist das der Spaß. Gesicht. Ja, ist richtig Spaß für uns auch. Okay, dann packen wir aus, nach vorne rechts. Genau. Das Fahrzeug macht wirklich jedes Mal aufs Neue Spaß zu fahren. Ich merke schon, das ist ja cool, wenn die Kamera läuft, ja, dann hat man natürlich gar keinen Bock, dass es nicht funktioniert. Aber Genau. Ja, sie merken das, ja. Also sie merken, dass ich vom anderen Konzern komme. Dass ich fühle mich so unglaublich alt, wenn er mich immer sieht. Aber mein Gott, ich bin ja auch schon alt, muss man dazu sagen. Aber dank deines Kollegen fühle ich mich jetzt noch ein bisschen älter. Also es ist ja, wie gesagt, auch Respekt über allem, ja. Ja komm, ist gut. Und Respekt. aus diesem Grund. Ich hab Ist Respekt ist vor das euch. als Verkäufer irgendwo auch schon eingebrannt? Ja, ich bin ja hier Kamera, ne? Ich bin der Teil des Teams, ja. Ist egal, komm. Du hast recht. Sieht's mich und fertig. Dann passt das. So, jetzt geht's zurück zum Autohaus. Sag mal, es ist so, ihr habt hier alle Möglichkeiten, das Auto optimal zu testen. Das heißt, also du hast, wie ich gesehen habe, ihr habt Parkplätze, ihr habt Landstraßen. Das Auto macht auf der Landstraße unglaublich viel Spaß. Du kannst die Fahrdynamik verstellen von dem Auto? Genau, also wie wir eben schon hatten, bei My Modes gibt es den personalisierten Modus, den man dann individuell einstellen kann, den Sportmodus und den Effizienzmodus. Wo der Effizienzmodus. Dann, genau, Reichweite. genau, die Reichweite spart. Also je nach Fahrweise natürlich, das ist die kleine Batterie in dem 40er, die ist mit WLTP 400 Kilometern angegeben. Ist natürlich eine Sache, wie man selber fährt, wie man das Gaspedal betätigt, wie vorausschauend man fährt, dementsprechend die Kilometerlaufleistung. Gut, ich nehme an, dass der große auch einen Ticken mehr kostet, oder? Genau. Genau. Der kleine fängt bei knapp Bei 77.300 und dann geht es schon ab 100.000 weiter. Und der ganz große fängt an bei 136 circa. Gut, also was Exklusives. Es gibt ja auch kleinere Autos, muss man sagen, von BMW, also die etwas weniger kosten. Aber hier bin ich ja, wenn ich viel unterwegs bin, als Unternehmer zum Beispiel, komme ich entspannt an. Er kann natürlich auch Kennzeichenerkennung, kann die Geschwindigkeit anhand der Kennzeichen anpassen. Das sieht man jetzt alles hier im Head-Up-Display oder auch, Ja, ich sehe es leider nicht. das sieht man ein bisschen, ja. Ist es gut zu sehen, das Genau. Head-Up-Display für dich? Also für mich ist es auf jeden Fall gut zu sehen. Ich Ja, die- gucke gerade, in der Kamera sieht man es Siehst du auch. überhaupt was hier? Ja, Genau. es siehst du überhaupt was, ja. Ja, ja, klar. Und Alles es zu kann theoretisch alleine fahren jetzt? Das heißt, wenn du sagst, So, wir fahren mal hier aus dem Kreis raus. hast du eben ja schon gezeigt, Genau, gell? dann gibt es Ja. hier die unterschiedlichen Modus. Da kann einfach nur den Limiter einstellen, dass er maximal zum Beispiel die 50 km/h hier fährt. Dann den Tempomat mit Abstandshaltung und natürlich den mit Lenkeingriff auch. So, dann habe ich auf 50 km/h eingestellt. Ja. Und jetzt fährt er und hält auch die Jetzt Spur. hat er die Spur erkannt und jetzt kann ich das Lenkrad loslassen. Der hält die 50 km/h. Ist natürlich, der wird sich gleich anfangen zu beschweren. Hier vorne sind die 50 km/h sind eingeloggt. Der würde jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Schild kommt, 70, das anpassen? Man kann das per den Set-Knopf anpassen. Also der wird dann vorausschauend schon vorher zeigen, gleich kommt eine 70er-Zone, dann kann man hier mit dem Set-Knopf den anpassen. Jetzt kam die Warnmeldung, dass ich kurz Lenkrad berühren muss. So. Oder auch andersrum, wenn man jetzt irgendwo 100 gefahren ist, dann kurz die 70er-Zone kommt, sagt er das schon vorher an, dass die 70er-Zone kommt und kann dann mit dem Set-Knopf auf 70 km/h umstellen. So, der hält auch die Spur schön in der Mitte. Das heißt, auch wenn ich mal kurz abgelenkt bin, er kümmert sich darum, dass ich keinem hinten drauf fahre, oder? Genau, der hält auch den Abstand. Ja. Das ist auch mit Abstandstempomat natürlich. Nur wir haben jetzt vorne kein Auto. So, es war ja nur ein Test. Normalerweise bitte immer die Hand am Lenkrad lassen. Das war ja unter kontrollierten Bedingungen hier. Cool. Ich mag das Auto. Jetzt fehlt nur noch der Kaufpreis, muss ich sagen. Ist aber so, dass natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das gerade für Unternehmer ein tolles Fahrzeug ist, wegen der 0,5% Versteuerung. Das heißt, du kaufst ein Auto für vielleicht 100.000 Euro, versteuern musst du nur 50. Das macht Sinn. Es gibt sogar BAFA, habe ich gehört, noch ein bisschen was oder gar nichts mehr? Genau, dieses Jahr noch. Für den kleineren iX gibt es die BAFA noch, weil der Bruttolistenpreis die Grenze nicht überschreitet. Bei den höheren gibt es die BAFA dann jedoch nicht mehr. Aber da wissen wir auch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Ja, das ist wenigstens fair. Ansonsten guckt auf der Seite von der BAFA, da steht es mal ganz genau drauf. Der hier ist ja schon zugelassen. Da gibt es, glaube ich, eine Mindesthaltefrist von 6 Monaten, die ihr haben müsst. Aber ihr wollt ihn wahrscheinlich nicht sofort verkaufen. Ihr wollt ja auch Probefahrtfahrzeuge haben, ganz wichtig. Das ist euer BMW Autohaus. Ihr habt viele Fahrzeuge zum Testen da, oder? Jedes ist zum Testen da. Wenn ein Kunde Interesse an einem hat, dann kriegen wir das doch mit den roten Nummern geregelt. Sehr schön. So, Standklimatisierung ist was Schönes. Es gibt auch eine App, das ist also auch erwähnenswert. Das heißt, du kannst also alle Funktionen auch über dein Mobiltelefon steuern. Die wichtigsten, wie zum Beispiel Klimatisierung und so weiter. Gell? Genau, mit der MyBMW-App gibt es da mittlerweile sehr viele Features. Jedem, der ein BMW hat, würde ich die App immer empfehlen. Einfach mal zum Testen, sein Fahrzeug verbinden und sich selber ein eigenes Bild davon Die machen. wichtigste App wäre dann auch, wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Wenn du mal gerade hier oben nochmal klar machst, also die Star Wars Verdunklung. So, jetzt kann man durchgucken, jetzt sieht man den Himmel und jetzt nochmal milchig und nochmal klar. Boah, ich könnte stundenlang machen und das funktioniert auch. Genau. Ja, cool, wir haben noch ein kleines bisschen Werbung für euch. Müller Dynamics sind wir. Komm, steig mal aus. Wie komme ich hier raus Das ist eigentlich? eine gute Frage. So. Da sagen wir jetzt nicht, wir werden nicht spoilern. Da. Genau, der Knopfdruck. Wie komme ich hier raus? Echt futuristisch, muss ich ja mal sagen. Ich hoffe, meine Kamera beschlägt nicht, denn drin war es ein gutes Stückchen kälter. Tolles Auto auch, das ist die Frontansicht übrigens. Man sieht wirklich nicht viele, oder? Moment. Auf der Straße. Oder hast du schon einen gesehen, den zweiten? Wir haben 2 ausgeliefert. 2 Stück sind da. Das heißt, die beiden könnten jetzt einen Club gründen. Theoretisch schon. Bestimmt gibt es den Club schon. Es liegt aber gar nicht an euch. Man muss auch sagen, wer also heute einen bestellt, die kommen langsam auch eingetrudelt bei euch. Das heißt, ich sag mal, Lieferzeit ist wie lange? Wie lange warte ich? Die genaue Lieferzeit können wir Ihnen nicht nennen. Kann man grundsätzlich nicht genau sagen. Ist halt natürlich auch ausstattungsbedingt. Manche Ausstattungen sind restriktiv, die es aktuell jetzt nicht gibt. Aber so grob könnte man immer ein Ja sagen. Ja, ist so. Denn die meisten geben keine verbindlichen Liefertermine raus. Alles ist im Moment ein bisschen unverbindlich, da musste man sich dran gewöhnen. Früher war es ja noch einigermaßen verbindlich, aber wenn du sagst circa ein Jahr, mein Tipp ist immer, wer nie bestellt, kriegt auch nie ein Auto, oder? Genau, das stimmt. Also ist natürlich eine Sache, je nach wirklich Ausstattung, kann sein, dass er dann früher kommt. So, jetzt der ganz große Test, ob du deine Rufnummer kennst. Deine Rufnummer hier in Simmern? 06761 9596. Meine ist die 16 am Ende und die Durchwahl zur Zentrale ist die 0. So, nochmal ganz langsam deine. 0? 06761 Ja. 9596 16. Jetzt zeigen wir mal dein Büro, da bin ich nämlich eben geflasht gewesen. Du hast ein richtiges Hightech-Büro hier vorne drin. Und wenn man hier hinkommt und sagt, ich möchte gerne eine Probefahrt haben, dann kriegt man die auch von dir, oder? Selbstverständlich. So, das ist dein Büro. Bitte treten Sie ein. Bitte treten Sie, oh, du bist so nett zu mir. Ich zeig mal gerade. Schon schick hier, oder? Wenn man hier arbeitet. Müller Dynamics in Simmern. Ist das erste Mal, dass ich hier bin. Und ja, kommt am besten mal vorbei, macht euch ein eigenes Bild. 22. Juni 2022, großes Autohaus, Müller-Gruppe, ganz großer Autohändler, muss man sagen, mit ganz vielen Niederlassungen, unter anderem auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz in Simmern. Ja, danke fürs Einschalten euch beiden. Tschüss. Gerne. Tschüss, alles Dankeschön. Gute, Dankeschön.